Hallo, heute bekommt unser Passat 35i neue hintere Motorenlager. Ich habe sie hier schon mal hingerichtet. So ein massives Teil braucht man, um einen Motor abzustützen. Das rechte hintere Motorlager sitzt hier. Man sieht, es ist fürchterlich verbaut. Wir werden das Tilgergewicht hier entfernen. Wir werden die Achswelle zumindest getriebeseitig lösen müssen. Das Lager auf der anderen Seite sitzt auch fürchterlich zugebaut. Auch hier werden wir versuchen, es dadurch zugänglich zu machen, dass wir die Antriebswelle auf der Getriebeseite lösen. Damit man an alle Schrauben der Gelenkwelle kommt, muss man das Fahrzeug etwas aufbocken. Dann kann man das Rad schön drehen und kann die Schrauben einzeln öffnen. Auf der einen Seite ist der Wagenheber schon mal drunter. Vorsichtig ablassen. Wir benutzen wieder meinen Eigenbau-Motorenheber. So ungefähr passt es schon. Der Vorteil von den Spindeln ist, dass man den Motor in Bruchteilen von Millimetern hoch und tiefer richten kann. Um die Gelenkwelle demontieren zu können, muss man erst das Luftleitblech der Bremse demontieren. Die Luftleitbleche sind mit solchen Spreiztübeln befestigt. Das heißt, die Niet steckt hier tief drin und muss deshalb von unten mit einem Durchschlag erst ausgeschlagen werden. Und hier speziell Löcher im Querlenker. So, wenn alle drei Nieten draußen sind, kann das Blech nach oben entnommen werden. So, den Schwingungsdämpfer nehmen wir auch ab. Die Muttern muss man hierzu auf der Oberseite mit einem Ringschlüssel gegenhalten. So, nach der vierten Schraube kann das Ding entnommen werden, aber Vorsicht, das Teil ist schwer. Das Schutzblech der Manschette nehmen wir auch noch gleich ab. So, alles schön mit Rostlöser einsprühen. Bevor dass wir den Vielzahnschlüssel einschlagen, reinigen wir erstmal die Löcher. Da sitzt natürlich über von den vielen Jahren der Dreck drin. Zum Lösen dieser Vielzahnschrauben braucht man eine 8er Vielzahnstecknuss, sonst hat man keine Chance. Schrauben, die Vielzahnschrauben rundherum lose. Immer darauf achten, dass der Kopf gut sitzt. Also lieber einen Schlag von hinten drauf geben. Die Schrauben können teilweise sehr fest sitzen. Die Schrauben entnehmen wir, wenn sie lose sind. Immer reihum in dieser Position. So, wenn alle Schrauben lose sind, dann kann man die Welle hier vom Getriebe abdrücken. Um die Gelenkwellen vollständig vom Getriebe abzunehmen, muss das Federbein nach außen gedrückt werden. Hierzu müssen die 3 Schrauben am Kugelgelenk des Querträgers gelöst werden. Zudem muss mindestens ein Spurstangenkopf entfernt werden. Zum Ausdrücken der Spurstange benutze ich einen speziellen Spurstangenausdrücker. Sieht gut aus, gell? Das Federbein ist unten nun komplett lose und kann mit ein paar kräftigen Hammerschlägen abgetrieben werden. Einige Zeit später springt das Federbein aus dem Achsträger und die Antriebswelle kann vom Getriebe abgedrückt werden. Ich spanne den Motor nun so weit, wie es leicht geht, vor. Wenn der Motor auf Zug an der Brücke hängt, können alle Schrauben der Motorlager gelöst werden.
Das rechte Motorlager ist insgesamt an 5 Schrauben befestigt. Eine hier hinten und 3 oben. Einmal. Oben sind es 3 Schrauben, wobei die hintere als Stehbolzen ausgelegt ist, an dem zusätzlich eine Steckverbindung befestigt wird. Ein Wunderwerk deutscher Ingenieurskunst. Das andere Lager ist nur 3-mal geschraubt. Hier, in der Mitte und hier. An die äußeren kleinen Schrauben kommt man gerade noch mit einem Ratschen-Ringschlüssel ran. An das linke Lager kommt man oben so gut wie nicht ran. Man kann zwar einen Ringschlüssel einsetzen, hat aber nicht die Kraft, um die Schraube wirklich zu lösen. Also benutzen wir meine Spezialkonstruktion. Erstmal einen 17-19er Ringschlüssel, 19er Imbus und dann kann man hier mit der Ratsche die Schraube auf und zu machen. Deswegen ist das hier unschätzbar wertvoll, so ein Werkzeug. Nachdem alle Schrauben lose sind, ziehen wir den Motor so hoch, wie er nur irgendwie geht. Jetzt können wir alle Schrauben der Lager entnehmen. Und raus. Nachdem alle Schrauben raus sind, kann man das Lager entnehmen. Genauso das Lager auf der linken Seite. Leider ist das neue Lager etwas höher und ich kann den Motor gar nicht so hoch anheben, dass ich dieses Lager in das Stützrohr bekomme. Deshalb muss die Gelenkwelle nun doch vollständig raus. Leider kann ich bei diesem Fahrzeug die Gelenkwelle nicht zum Getriebe abdrücken, ohne das ganze Federbein etwas nach außen zu schieben. Also müssen diese Schrauben gelöst werden. Damit die Geschichte nachher wieder passt, markiere ich die Schrauben. Ich demontiere nun den Getriebehalter, damit wir das Lager einsetzen können und dann den Getriebehalter oben drauf. Wenn man diesen Halter lose macht, Vorsicht, die untere Schraube muss drin bleiben, die kriegt man nachher nicht rein, kann man ihn hier an der Servoleitung ein bisschen vorbeidrücken und dann geht das Lager gerade so rein, aber mit viel Gewalt. Alle Schrauben sind nun angesetzt und drin. So kommt die Sache nachher zusammen. Vorsprung durch Technik. Weiter können wir das Lager auf der anderen Seite einsetzen. So, hier kommt die kurze Schraube auf der Innenseite und die lange kommt auf der Außenseite. So, nachdem nun beide Lager wieder an ihrem Platz sind, senken wir den Motor langsam ab und versuchen die oberen Schrauben einzuführen und den ganzen Motor auszumitteln. Okay, halt, stopp. So, den Motor durch Rütteln in die Führungen bringen. Wenn die Verschraubungen der Lager passen, die Muttern und Schrauben ansetzen und vorsichtig anziehen. So, nachdem der Motor nun auf allen Lagern aufsitzt und wir den Motor gründlich ausgemittelt haben, können wir nun alle Schrauben anziehen. Und auch die andere Seite gut festdrehen. Okay. Bei dieser Ausführung ist am rechten Motorlager noch eine Steckverbindung montiert. Diese nicht vergessen, sonst geht nachher der Motor aus. Der Motor sitzt wieder auf seinen Lagern, also können wir die Brücke entfernen. Halte und nach Probe ausführen, die ablege und vorsichtig zu dir gehen halt. Und Die Gelenkwelle wird wieder in das Getriebe angesetzt und das Federbein in den Dreieckslenker gebracht. so, wir müssen alle 3 Löcher finden. Schön der Reihe rum die Sicherungsbleche ansetzen und immer 2 Schrauben mit rein.
sternförmig über Kreuz alle mal handfest angezogen und danach machen wir Drehmoment. So, immer 2 weiter drehen. Eine, 2. Die Schrauben am Querlenker werden mit 35 Newtonmeter angeknallt. Die Antriebswelle wird am Getriebe mit 42 Newtonmetern festgezogen. Wieder nicht. Auf der rechten Seite setzen wir den Träger nun auch auf der linken Seite ein. Die Gelenkwelle versuchen wir mit einer Schraube mal anzusetzen. Schlüssel. Ziemlich am Ende der Veranstaltung kommt der Schwingungsdämpfer wieder an das Fahrzeug. Der Spurstangenkopf wird mit 35 Newtonmetern angezogen. Das Luftleitblech für die Bremsen wird wieder in seine Löcher eingesetzt. Erstmal die Spreizstübel einstecken. Drück nun von oben die Knie in den Spreizstübel. Auch auf der anderen Seite. Okay, die Luftleitbleche sind wieder dran. 3 Schrauben wären auch einfacher gewesen. So, da die Bremsen ziemlich fettig geworden sind von meinen Fingern, reinigen wir sie etwas. So, mit den Rädern fährt es sich etwas besser, also montieren wir die auch noch. Zum Schluss bekommt die Radmutter noch 120 Newtonmeter. Immer schön über Kreuz ansehen. Die Radkappe noch drauf und fertig ist die Reparatur. So, ihr habt gesehen, dass der Tausch der hinteren Motorenlage wesentlich schwieriger war als der vorderen, aber machbar ist es auch. Also, tschüss, bis zum nächsten Film.